Yeah. Hallo von der Floating Bricks 2018 in Hamburg. Jetzt mache ich mal einen Anfang, nicht heute. Ja, wir sitzen hier wieder in fröhlicher Dreierrunde, haben einen neuen Gast mitgebracht. Er kommt aus der Tschechoslowakei, heißt Tomas. Hallo. Und sein Set brauchen wir eigentlich gar nicht zeigen, weil es ist dauernd im Hintergrund bei uns zu sehen, dieses riesengroße, hier, das ist Riesenrad. Riesenrad. Ferris Wheel. Das Ferris Wheel im Englischen, genau. Nachgeguckt, genau. Und das steht da hinten, über das wollen wir jetzt reden. Und er hat nicht nur das mitgebracht, sondern auch eine super coole Achterbahn, über die wir uns auch reden wollen, auf jeden Fall. Ja. So, I did introduce you, maybe? Yes, I do understand a little bit because I studied German, but I haven't used it for 15 years, so I can't really say much. So, but can you tell us some numbers about the big wheel? How high is it? How many stones or bricks are inside, and so on? How long you have worked to build it? Yeah, the wheel is 365 centimeters high. It has about 40,000 pieces. And took me about 3 months to build it. Yeah, I built it. I built it in 2015 for the Prague Lego Festival. Ja. And no glue. No glue, no. Ja. Also es ist nicht geklebt, genau, das haben wir am Ende gehört. Und er hat so in 3 Monaten gebaut, das werden wir gleich nochmal hinterfragen. Da hat er wahrscheinlich dann voll dran gebaut. Die Quadratmeterzahl, also how high was it? 365 centimeters. Über 3 Meter. Über 3 Meter, genau. Almost und how many bricks? 40.000. 40.000 Steine, genau. Also das Ding ist schon wuchtig, muss man sagen. Und 3 months to build. My first suggestion when I saw it was, how is it possible that this round, this wheel is really not how you call it, not breaking? How it's so stable? It's the same technique as you have on a bicycle wheel. You know, or if you see in London, the Ferris wheel London Eye, so it holds over there as well. They have a metal string, this is just a Lego strings, but still there is a pressure in the strings, so the wheel cannot fall down, it cannot bend down, and that's how it works. I can't tell you exactly how it works, but it does work. Okay, so er hat gesagt, dass es eben mit hohem Druck natürlich arbeitet, aber es ist eben das gleiche Prinzip wie bei dem Riesenrad in London und. Es hält eben, es bricht nicht ineinander zusammen, weil der Druck entsprechend verteilt ist. But when you want to build something with high pressure, I think it's very difficult to make it at home, where you get the pressure. Or you stick together the bricks, but at the end, how you bend it to get it in form? Yeah, I was actually, with the pressure, I was worried. My concern was if the frame will hold the pressure, because for all the strings to stay stretched, there has to be some pressure in all of them. So let's say there is somewhere between maybe 100 and 200 grams of pressure in each string. You have like 180 lines of string. If you multiply that, you get somewhere between around 20, 30, even 40 kilograms of pressure, and the pressure actually translates to the frame. So if you look from the side of the Ferris wheel, you can see that it is curved like that a little bit, because the pressure is trying to escape somewhere. And my worry was if the bricks don't break. But they don't, they are pretty sturdy, so thumbs up to Lego. Okay. Also gerade eben am Ende sagt er nochmal, nicht? Also es hat auch was damit zu tun, dass die Lego-Steine anscheinend nach ganz gute Qualität haben. Bis 40, 50 Kilogramm Druck sind da drauf nachher. Er hat natürlich die entsprechenden Streben da drin, die das ein wenig verteilen, aber es war wohl durchaus auch was ihn, was nicht so einfach zu machen war, sondern was auch durchaus Nervosität erzeugte, um das dann so entsprechend aufzubauen. Und er erzählte auch nochmal, ich weiß nicht, ob wir die Bilder haben, aber wenn man hier ist, sieht man es von der Seite, dass es eben nicht direkt gerade ist, sondern so ein S da drin hat, was eben natürlich auch dieser Gewichtsverteilung bzw. der Druckverteilung entsprechend geschuldet ist.
So how often you have to change the strings? I don't have to change the strings. There is not too much pressure, so they don't break. They're okay. They're fine. Yeah. There was a question. Also kurz, ja? Die Frage war eben, wie oft muss man bisher solche Sachen austauschen? Bisher hat es gehalten. Also das war die Antwort. Ja, ganz bemerkbar. Zuschauer eine. So we have a question from one of our viewers here. He asking how long did it take to build up, to set up the Ferris wheel, and if you did any support? It takes about 2.5 hours, and I do need help to actually when it's on the table, and it is best on the table because if it's on the floor it will disappear a bit. So it takes about 2.5 hours to put it together, and for setting up the wheel on top of the pillars, I need 2 people to put the pillars there so I can actually place it on the top. Okay. Also das geht wohl relativ einfach. Es sind nur wenige Stunden, die er daran das aufbaut. 2 Stunden, glaube ich, war es. 2,5. Aber er braucht auf jeden Fall, um dann das große Rad draufzusetzen, da muss man schon 2 Leute haben, aber ansonsten geht das wohl. Das ist schon, finde ich, erstaunlich. Aber ja, es läuft und läuft und läuft. Also, do you have a room where you have it at home, or do you only can build it here in some situations like these? Yeah, I actually built the separate pieces at home, and then I had to rent a large room to put it together and to actually test it if it even works. Okay. This is actually a smaller version. My goal before was 4 meters 30, which means 6 lines of strings. There are only 5 lines of strings in this one, but it was too unstable. I couldn't lift it off the ground. But you tried. But I tried. It was a fail. It was a fail, and I do know the technique now, how to make it even bigger than this. But there is no really point doing that because there aren't many rooms, there aren't many shows that actually can display it with this high roof. But you will try again, or it's the dream over? Well, I can do it if someone wants me to build it, but there is no point for me to do it now. Right? Also er erzählte eben, dass er auch sogar schon mal versucht hatte, ein 4 Meter hohes Riesenrad zu bauen, aber da scheiterte es einmal schon an der Technik, da glaubt er, dass er das jetzt wohl besser im Griff hätte, aber an den Räumlichkeiten auch. Nicht? Also er hat zu Hause schon für dieses Teil, um das aufzubauen, einen Raum mieten müssen, um das dann entsprechend auch herzustellen. Also so im Wohnzimmer geht das Ganze dann eben nicht mehr. It's very, very interesting, I think, to see. But when we switch to the other model you have here, and that's for me, I like it. Whoops. I like something like this so much. It's the Cyclone. Also German ist die Achterbahn. Also er hat ja auch die Achterbahn gemacht, die hier ist. Und die heißt Cyclone in diesem Fall. Und die ist eben nicht nur so ein kleines, winzig Teil, was jetzt ja im Sommer dann bei Lego auch erscheinen wird mit den Piraten, was da so eine kleine Kurve dreht. Nee, das Ding macht mehrere Kurven, fährt auch elektrisch, also wird hochgezogen und macht dann richtig Eindruck, wenn das da längs fährt. How many pieces are there? Or how many bricks are included there? In the roller coaster there are 25,000 pieces. This one is 80 centimeters high. It has 13 meters of track, and if I translate it to the real scale, it's about 35 meters high, no, 35 meters high, and it has 600 meters of track, like for the minifigures. Ja, okay. Yeah. Also es ist, wenn man es in die echte Welt übertragen würde, schon ein hohes Teil. Also da muss der eine oder andere Freizeitpark schon einpacken. Ich glaube 35 bis 45 Meter hoch. Aber 25.000 Teile, muss man sagen, dass das mal als Set rauskommt, wird wahrscheinlich eng. It will not come. Do you ask Lego to bring it out? I would buy it, but I think 25,000, that's how many times the Millennium Falcon. So yeah, well, would be great, but I think we have to wait for this. Yeah. Well, actually, and this is a spoiler for me, the Lego with the Joker Manor, they have a little roller coaster pieces there. So I actually bought a few hundred of those, and I'm going to build a new roller coaster with those pieces. So if you will be in Scareback in September, you will probably see it there. Whoa. Okay,
Okay, das ist spannend jetzt nochmal. Also das hat er jetzt ja natürlich noch gebaut, bevor die entsprechenden Schienen von Lego selber rauskamen. Und jetzt inzwischen sind ja die Legos, die Schienen da. Er sagte gerade eben noch Joker Manor, but there will be also a roller coaster with Grey I've seen that too, yeah. this summer. Es wird ja auch noch im Sommer dann entsprechende Schienen geben. Und er wird wohl zu Scareback, das ja wieder im Herbst diesen Jahres sein wird, dann einen Rollercoaster präsentieren, der dann mit den Originalschienen wohl auch funktioniert. And also the original cars. Yes. And how you implement that it's automatically going up? It's gonna be the same technique, just like you have with the real roller coaster. There is, in this case, the Lego chain, you know, with the technique gears, With the hook. so and power functions motors. So it's gonna go up, and then the gravity will take care of the rest, just like the real roller coaster. Okay, also ich hätte nochmal gefragt, wie er dann das Automatisieren hinkriegt, und das wird er wahrscheinlich wie bei seinem Modell jetzt auch hinkriegen, mit eben solchen Ketten, genau, die das dann entsprechend hochziehen. Ja, da warten wir ja noch drauf, dass Lego das ja vielleicht auch selber nochmal irgendwann rausbringt, aber da müssen wir nach Scareback gucken und schauen, was da dann geplant ist. What's your next plans? Well, my next plans, the roller coaster. I'm building another Ferris wheel. I actually brought some work with me here, so I started building a bit of the frame of the new Ferris wheel. It's gonna be, the cabins are gonna be the spheres from the Jurassic World sets. Okay. So that's gonna look great if it works the way I hope it does. And we have for our Czech Republic Lego community, we are building a haunted house. So the guys are gonna build the inside rooms, and I'm going to build the outside, the entire building. And it's actually gonna be 2 haunted houses on the floor, the big ones, you know, that you sit inside a cart and drive through. Okay. So I hope it's gonna look amazing. Also wird dem Thema Freizeitpark treu bleiben. Es wird auf jeden Fall eine Geisterbahn geben mit wohl auch tollen Innereien und entsprechenden Räumen, die da gestaltet werden. Und er macht auch wieder ein neues Riesenrad, und diesmal mit Kabinen, die gebaut sind. Das ist, glaube ich, auch mal ganz spannend, wenn man sich sowas selber mal bauen will. Was kann man für Anregungen nehmen? Die neuen Jurassic World Sets, ne? Da die entsprechenden, diese Cabins. Diese transparenten wahrscheinlich. Genau. The transparent. It's all the look like in London Eye. Wow. Yes, it will look like that, a little bit. Es wird ein bisschen wie das London Eye sozusagen dann auch aussehen. To build the London Eye, that's actually my dream for maybe next year, or maybe sooner if I have the time, because I'm still thinking of new things, and there is not that much time to build something, right? But I would love to build the London Eye. I already have an idea how to do that. It's actually going to be very difficult because it has only one leg and it's hanging over the river, right? So I think I know now how to do that with all that experience I gained from this. So hopefully next year. Also er will nächstes Jahr dann das London Eye auch versucht haben zu bauen. Also da können wir uns auf jeden Fall dann auch noch auf was freuen. Aber erst kommt ja Scareback. Next big event is Scareback. Next big event, well, for me, I am going to Norway in April. Okay. Trondheim. Trondheim, it's the first largest city in Norway. Then maybe Colmar in France in June. Oh no. And so big plans. Then and then Scareback, and then Lego World in Utrecht, and maybe something in between that. Depends if someone asks, you know, just write me, call me. Okay. It may happen. Also wer das Ding schon immer mal bei sich stehen haben wollte, kann ihn gerne mal anrufen. Also er hat auch Möglichkeiten, da was zu organisieren. Aber ansonsten wird man in Trondheim zum Beispiel sehen, noch dieses Jahr. In Frankreich wird es sein, Scareback natürlich, Lego World. Also er ist viel am Reisen. It's your hobby, or are you a professional? Well, I actually quit my job last year in June to finish the world's largest Lego roller coaster. I don't know if you have seen it on YouTube, the brown one. Yeah. So that's mine as well. Ah, okay. And I've seen the video where the camera is in the cabin and then it goes around. Er hat auch die größte Achterbahn, die es bisher gab. Die gab es auf der Lego World eben in Kopenhagen dieses Jahr zu sehen. Und da gibt es Videos
es auch bei YouTube, wo dann eine GoPro oder was auch immer da draufgeschraubt ist und die fährt mit, wo man sagt, cool, das sieht richtig aus wie eine richtige Achterbahn, wie man sie sich auch in der Realität vorstellen könnte. Man muss schon genau fast hingucken, dass es Miniatur ist und nicht echt. Das hat er eben auch gebaut und er hat letztes Jahr seinen Job aufgegeben, um solche Sachen zu bauen. And you get enough money for your living? Not yet. I do get some commissions, and I do commissions and go to shows, talk to people. I'm trying to make this a living because I would love that. I love building, so this is my dream for the future, and hopefully it will work out. I miss perhaps, but someone is asking if you understand you that you buy 200 Joker Manor sets? No. You can buy the pieces in Lego. You buy the pieces, not 200 Joker Manor sets. Just the syntax. Only for the pieces. Just a couple of sets. So I bought one when I was in Lego World in Copenhagen. Yeah. So I bought one, tested it, it works great, so I can recommend it. And now I ordered, I'm waiting for those about 300 tracks to arrive. Okay. And during summer I will have a lot of fun with in purple. Yeah, it's going to be purple, it's going to be on, I think 2 pallets, so it's going to be about 80 by 240 centimeters. Cool. Okay. Big. So a little bit smaller than that one, but it's going to be a lot faster and I think a lot more interesting. Yeah. Liebe Grüße an dieser Stelle übrigens an Steinzeit, der sich um meinen Sohn kümmert. Das finde ich gerade sehr nett. Dafür kann er nicht schreiben. Das ist schade, aber das ist also schöner kann es nicht sein. Jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Also er hat also nicht 200 Sets gekauft. Er hat sich eins jetzt gekauft gehabt, wohl auf der Lego World und hat aber ein paar Lastwagenladungen an, also nicht ganz, aber eine ganze Menge von diesen lila Stienen gekauft. Das heißt also, sein nächster Rollercoaster will be purple, wird also lila sein. Purple coaster. But it's not in the Friends World. No. Maybe a little bit, just a small portion. Okay, es gibt also auch die Möglichkeit, dass nachher dann vielleicht in der Friends-Welt dann das Ganze dann existieren wird. I actually do have a few hundred Friends minifigures, so maybe I'll put a few of them on there. Okay. We will see. So, it will be interesting to see you again in the Scareback and to see what will come. So, yeah, the Ferris wheel is very, very impressive, but I think everyone who meets you will say it's the same, like me. But also the roller coaster is great. I would take it. So if you do not need it, I take it. I must ask my wife, but ich würde es bei mir unterstellen. Also no, I have no room. Sorry. So egal. Okay. I actually had to rent a large van and had to find a warehouse where I can store it, so I can transport it and everything, so it's the more you build, the more difficult it gets, but it's still a lot of fun. Yeah. And about the Ferris wheel, the most often question I get, how do you transport it? Yeah, that would be my last question. Yes, how do you transport it? Also man wird immer oft gefragt auch, und das stellen wir Ihnen die Frage natürlich jetzt auch, wie transportiert er das Ganze, nachdem er gerade eben schon gesagt hat, dass er zu Hause natürlich auch ein Platzproblem hat. You would be surprised, but it's actually in one small box. Okay. Because the frame, as big as it looks, you can split it into however long, because it's Technic pieces, Technic axles, Technic connectors. You can split it into however sections long you need. I have 1 meter 30 long box, so I can just split it into about 8-9 sections and put it all in there and go home. Also er kann es in viele Kleinteile sozusagen zerlegen. Es sind wirklich die normalen Technikteile da drin und dadurch passt es in mehr oder weniger gefühlte kleine Box, ne? Also die wohl dann auch in einen Transporter entsprechend reinpassen. You are with a transporter here or by train? Yeah. I had to rent a van for the roller coaster because that's 3 big boxes, 3 pallets. Okay. Also für die Achterbahn, da brauchte er eine große Kiste. Also da musste er dann schon mit einem Van hier. That's the only way I can assemble it fast. Otherwise, it would take too long to put together. Yeah, okay. Wonderful. Good. Okay. Michael. Thank you very much for being here. Yep, nice talking to you. And we will look forward what will come this year. So the purple roller coaster. Genau.
Ja. Dann vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Genau. Wie lange braucht ihr fürs Auf- und Zubauen, sehe ich gerade noch. Die Frage können wir schnell beantworten, weil die hatten wir schon mal. Er braucht ungefähr fürs Aufbauen so um die 3,5 Stunden. Abbauen geht wahrscheinlich deutlich schneller. Zum Transport hat er eben schon was gesagt. Von daher vielen Dank. Und wenn ihr noch in der Nähe seid, Hamburg, Floating Bricks, heute bis 17 Uhr. Ein Besuch lohnt sich definitiv. Genau. Und ansonsten die anderen Videos schon mal angucken. Nicht? Genau. Also hier auf dem Kanal, auch auf anderen Kanälen, einfach nach Floating Bricks suchen. Es gibt Fotos. Nicht? Bei Promo Bricks habe ich gesehen, ihr habt auch schon Fotos gepostet. Genau. Also es ist nicht so schön, wie natürlich es live gesehen zu haben, aber wer es dann verpasst hat, der hat die Möglichkeit, sich zumindest ein bisschen nochmal was zeigen zu lassen. Gut. Also, thank you very much again. Good journey back. And meet you in Scareback. Und Sie hoffentlich und ihr euch auch. Also Scareback ist auch immer eine Reise wert, aber da werden wir nochmal drüber reden. Also, tschüss. Bye.